Kurzes Problem mit dem Boot, die Luft ist schon raus, vorne und an den Seiten. Wir brauchen sofort die Rettungsinsel und Rettungswesten vor allen Dingen. Die Leute kommen, die setzen sich einfach auf die Boote und kommen zu uns. Und wir entscheiden, wie viele dabei sterben. Handeln statt wegschauen. Mit einem alten Fischkutter will Harald Höppner Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahren. Ein gewagtes Unterfangen. Die Crew hat keine Erfahrung mit Seenotrettung. Und ihr Schiff, die Sea-Watch, ist alt. Die sind seit 2 Tagen hier, seit 2 Tagen. Was wäre denn, wenn wir nicht da wären? Dann würde den Leuten überhaupt keiner helfen. Das habe ich mir von Anfang an noch gesagt. Dann würden sie vielleicht alle sterben. Und wenn wir da sind, hat vielleicht ein Teil von denen eine Chance. Hamburg im Frühjahr 2015. Die vielen Toten auf dem Mittelmeer sind weit weg. Niemand will sie sehen. So empfindet es zumindest Harald Höppner. Gemeinsam mit seiner Frau und einem Geschäftspartner hat er über 100.000 € zusammengelegt und einen alten Fischkutter gekauft. Denn er findet, Menschen, die fliehen müssen, brauchen Hilfe. Es gab viele DDR-Bürger, die auch das Bedürfnis hatten, in die Bundesrepublik zu flüchten. Und als diese Mauerfeierlichkeiten in Berlin waren, dann wurden alle diese DDR-Bürger, die geflohen sind, als Helden gefeiert. Und diese vielen Menschen, die jedes Jahr übers Mittelmeer kommen, das sind im Auge der Gesellschaft, das sind keine Helden, das sind Illegale. Aber da wird immer vergessen der Aspekt, dass es auch Menschen sind. Höppners Plan? Genügend Freiwillige finden, um mit der Sea-Watch aufs Mittelmeer zu fahren. Damit trifft er offenbar einen Nerv. Innerhalb weniger Tage bieten über 300 Menschen ihre Unterstützung an. Handwerker, Seeleute, Mediziner. Manche helfen, das Schiff für die Mission umzurüsten. Andere wollen mit auf See fahren. Wieder andere spenden. Das ist eine Spende. Ich weiß selber nicht, was da drin ist. Da steht nur Spende für Sea-Watch. Das ist jetzt wie Bescherung. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ne? Genau. Sie hat gesagt, er hat irgendwas eingepackt. Liebes Sea-Watch-Team, habe euch hier ein paar Sachen zusammengestellt, die ihr vielleicht brauchen könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Mission. Viele Grüße, Wolfgang Zimmer. Schön. Das Gerät kann nicht Ja, schaden. das können wir auf jeden Fall. Ja, genau. Lötkolben brauchen wir sogar heute schon. Wir hätten das ganze Schiff so ausrüsten können, wenn es nicht alles so zeitkritisch wäre. Also wenn wir jetzt ein Jahr Zeit hätten, hätten wir nicht ein einziges Stück kaufen müssen. Dann wäre alles irgendwie durch Sachspenden zusammengekommen. Aber wir haben trotzdem das meiste gekauft, weil es ja schnell gehen muss. Die Sea-Watch will Menschen vor dem Ertrinken bewahren. Und sie will ein Auge auf hoher See sein und die Öffentlichkeit auf die dramatische Situation im Mittelmeer hinweisen. Schon jetzt, zur Schiffstaufe, ist das mediale Interesse enorm. Wir möchten zeigen, es geht. Man braucht nicht nur zu Hause sitzen und zu sagen, es kotzt mich alles an. Nein, man kann was machen, und zwar sehr praktisch. Ich weise darauf hin, dass wir kein Rettungskreuzer sind, dass wir eine Privatinitiative sind. Wir machen das aus rein humanitären Gründen, weil wir nicht länger zuschauen können. 1, 2, 3. Sea-Watch ist abfahrtbereit. Mitte April sticht eine Crew von 6 Freiwilligen mit der Sea-Watch in See. Ihr Ziel? Die Mittelmeerinsel Lampedusa, 4000 Seemeilen entfernt. In der Zwischenzeit überschlagen sich die Ereignisse. Immer mehr Flüchtlinge versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und immer mehr verlieren dabei ihr Leben. Allein in der ersten Jahreshälfte sind es 2000. Und das sind nur die, die gefunden werden.
Plötzlich diskutiert ganz Deutschland über das Elend der Flüchtlinge. Harald Höppner findet sich mittendrin, bei Günther Jauch. Ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür. Wir möchten diesen 1000 Toten, die letzte Woche an unserer europäischen Außengrenze, an unserer deutschen Grenze gestorben sind, gedenken. Herr Höppner, ich würde trotzdem gerne bei allem gedenken. Herr Jauch, weil wir in Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte. Es wurde nicht würdig mit den verstorbenen Menschen umgegangen, wie sie es verdient hätten. Und es wurde eher dargestellt, dass es vielleicht eine Last ist, dass es ein Problem ist, was man durch irgendwelche Planungen beseitigen oder entfernen kann. Diese komplette menschliche Seite hat mir da gefehlt. Die wurde nicht entsprechend beleuchtet. Und das hat mich halt sehr zornig gemacht und traurig. Ja. Einige Wochen später auf Lampedusa, einer kleinen italienischen Insel zwischen Sizilien und der afrikanischen Küste. In wenigen Tagen soll die Sea-Watch hier ankommen. Harald Höppner muss noch die Treibstoffversorgung für das Schiff sicherstellen. Oh weia, wenn uns jemand mit diesen Dingern hier fahren sieht, das ist gar nicht cool. Nö, war besser als nichts. Für Schiff, Diesel? Ja, sicher. 1,78, 178. Gesalzene Preise, damit hat er nicht gerechnet. Aber wir haben ein großes Schiff, wir brauchen 4000 Liter. Kein Problem. Ich glaube, das ist eine normale Tankstelle. Siehst du den Preis? Die Tankstelle für größere Schiffe ist wohl woanders. Harald muss auch noch eine Liegestelle für die Sea-Watch finden. Wie teuer ist Anlegen hier? Liberty. Hey, das ist ja unser kostenloser Ankerplatz für die Sea-Watch. Let's cruise a little bit around. I think there's another harbor. So, da kommen sie angeschaukelt. Willkommen in Lampedusa! Hey! Nach mehr als 7 Wochen Überfahrt legt die Sea-Watch in Lampedusa an, der Basis für die kommenden Einsätze im Mittelmeer. Ab sofort werden sie im 2-Wochen-Rhythmus mit wechselnden Crews Flüchtlinge auf hoher See finden und retten. Grüß dich. Da bin ich total stolz drauf, dass wir so viele Leute gefunden haben, die hier das Projekt unterstützen und es voranbringen. Dieses Geld, was wir zum Anfang hatten, um das Schiff zu kaufen, das ist Firlefanz im Vergleich zu dem, was die Leute hier geboten haben. Inklusive der Crew, die das Schiff hierher gefahren hat, 2 Monate. Die Crew für die erste Ausfahrt ist eingetroffen. Alle an Bord, alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, komm. Die meisten sehen sich heute zum ersten Mal. Kapitän Ingo Werth stimmt sie auf die Ausfahrt ein. Gut. Es gibt bei diesem Schiff immer was zu tun, da sind wir uns alle einig. Ich denke aber, dass die wichtigen Sachen schon recht weit fortgeschritten sind. Ich sehe die Möglichkeit, dass wir morgen auslaufen und wir werden morgen früh auslaufen. Ingo Werth und die 3-köpfige technische Crew sind erfahrene Seeleute. Nicht so die Mediziner an Bord. Bootsmann Anton Schakuri übt mit ihnen ein Rettungsmanöver. Also wir machen jetzt eine Mann-über-Bord-Übung mit Matthias. Dann fällt Matthias gleich ins Wasser. Einer von denen wird mir dann die Richtung zeigen und die ganze Zeit natürlich anhalten. Das wird Katrin der machen, den du dafür bestimmst. Genau, das wird Katrin machen. Ja. Okay. Okay, seid ihr ready? Ja. Packt ihn dann direkt, wenn ihr ihn habt, ne? Ja. Und direkt zupacken.
Alles klar, ich komme dir helfen. Also wir packen den jetzt hier. Du musst den oben an der Schulter ein bisschen, ne? Und versuch auch hier ein bisschen mitzuziehen. Alles klar? Zieh. Und 1, 2, 3. Boah, das ist ja richtig Arbeit. Die Crewmitglieder sind zwar alle Profis in ihrem Beruf, mit Seenotrettung haben sie aber keine Erfahrung. Harald Höppner bekommt diesen Vorwurf häufig zu hören. Doch er glaubt an die Kraft des Machens. Es ist immer so bei Pionierarbeit oder bei neuen Sachen. Keiner weiß, ob es gut ausgeht oder ob es schlecht ausgeht. Und auch bei unserem Sea-Watch-Schiff hoffe ich natürlich, dass alles gut ausgeht. Aber keiner kann es im Vorhinein sagen. Kann natürlich jeder seine Bedenken äußern, klar. Aber die Frage ist, entweder wir machen was oder wir machen nichts. Und wenn man nichts macht, braucht man sich auch keine Gedanken machen. Wenn wir jetzt ablegen, dann haben wir hinten Frank und Max, die die Achterlein losmachen und sagen allen anderen Tschüss, vielen Dank. Auf geht's. Nach über 6 Monaten Vorbereitung bricht die Sea-Watch zu ihrem ersten Einsatz auf. So, nun gerade los. Haben wir lange drauf gewartet. Harald Höppner ist nicht mit an Bord. Er wird sich an Land um die Organisation des Projekts kümmern. Ob die Crew überhaupt auf Flüchtlinge treffen wird, weiß keiner. Aber sie wollen da sein, für den Fall. Wir werden bis ca. 30 Meilen vor die libysche Küste fahren. Und dort werden wir in Ost-West-Richtung kreuzen. Das ist genau das Gebiet, wo die Boote von Tripolis aus losfahren. Die meisten Boote werden nur noch so ausgerüstet, dass sie 24, 26 Meilen halten. Entweder brechen sie auseinander oder die Motoren versagen. Die haben oft gar keinen Sprit mehr. Und da werden wir uns aufhalten. Da werden wir tunlichst gucken, dass wir den Leuten Hilfe geben können. Der Arzt Frank Dörner bereitet sich auf den Notfall vor. Dörner war mehrere Jahre Vorsitzender von Ärzte ohne Grenzen Deutschland und schon häufiger in Krisenregionen im Einsatz. Das ist das erste Mal, dass ich länger auf See bin und ja, mal sehen, wie es wird. Also das ist tatsächlich auch insofern anders, als dass man hier sehr, sehr beengt ist und tatsächlich auch einfach nicht raus kann. Mit dem, was ich kann ich versuchen, wenigstens etwas zu tun, was eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Initiative ist. Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es kann Dinge bewirken und es kann vor allen Dingen politischen Druck aufbauen, hoffentlich. Anton Shakuri kennt Unterdrückung und Flucht aus seiner eigenen Familie. Der Schiffsmechaniker engagiert sich schon länger in der Flüchtlingshilfe. Jetzt will er zum ersten Mal seinen Beruf mit seinem Engagement verknüpfen. Ich bin gewohnt, auf großen Schiffen zu arbeiten. Also das kleinste Schiff, auf dem ich war, glaube ich, 160 Meter lang. Ja, und ja, auf so einem kleinen Schiff war ich noch nie. Und dass du hier mit 4 Leuten in einem Raum schläfst und so mit der Privatsphäre zurückstecken musst, das ist schon eine Herausforderung. Johannes Bayer ist Ingenieur für Schiffbau. Als erster Offizier ist er verantwortlich für die Technik an Bord. Eine Sisyphos-Arbeit, wie sich schon jetzt zeigt. Klar, dieses Schiff ist alt, es gibt unglaublich viel zu tun. Und wir müssen auch wirklich mit 3 Mechanikern oder einem Mechaniker, der die ganze Zeit arbeitet und noch 1, 2 anderen durchgängig reparieren, damit der Stand einfach erhalten bleibt. Und es ist schon sehr viel Arbeit und sehr belastend auch. Auf dem Weg nach Süden trifft die Sea-Watch ein anderes Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen. Die Crew wird eingeladen, an Bord zu kommen. Die Bourbon Argos operiert seit Anfang 2015 vor der libyschen Küste und hat schon mehreren tausend Flüchtlingen das Leben gerettet. Luxury. Welch Luxus. Das ist alles viel größer als bei uns. Das ist eines unserer größten Probleme, dass wir kaum Stauraum haben. Verglichen mit der professionell ausgerüsteten Bourbon Argos wirkt die Sea-Watch-Crew wie ein Häuflein Möchtegern-Retter. Und der Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen ist skeptisch. Wir haben da einige Fragen. Habt ihr eigentlich eine Risikoanalyse gemacht, was alles passieren kann?
Ihr könnt schließlich keine Schiffbrüchigen an Bord nehmen. Vor allem Schlauchboote sind überfüllt. Und wenn die Flüchtlinge sehen, dass sich ein Schiff nähert, stechen sie manchmal ins eigene Boot, um auch wirklich ein Seenotfall zu sein. Wir haben auch schon gesehen, wie Leute auf ihr Holzboot mit Äxten einschlagen, sodass die Schiffe drumherum zum Handeln gezwungen sind. Ihr könnt aber niemand an Bord nehmen. Keine 300 Leute. Ihr geht dann selbst unter. Die Crew der Sea-Watch dachte, sie hätte sich viele Gedanken über Rettungsaktionen gemacht. Dass Flüchtlinge ihr Boot aber mutwillig zerstören, damit hat keiner gerechnet. Was tun? Wie verhalten wir uns so, dass wir sicher gehen können, dass die uns nicht als Rettungsoption sehen? Wir halten so viel Abstand, wie es irgendwie geht. Dann lassen wir das Beiboot zu Wasser, fahren mit der Besetzung rüber und checken das ab. Aber es ist halt wichtig, dass wir denen ganz klar sagen, dass wir nicht in der Lage sind, auch sie mitzunehmen. Dezidiert, dass wir sie mitnehmen können. Wenn 100 Leute wegen eines 6-Meter-Tenders ins Wasser springen, dann kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Das werden sie auch nicht tun. Am nächsten Morgen, dem 3. Tag ihrer Reise, entdeckt der Arzt Frank Dörner einen merkwürdigen hellen Fleck am Horizont. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Riesending. Das hat bestimmt 10 Meter, das Boot. Und wir sehen ihn nicht mal genau von der Seite. Das hat bestimmt 12 Meter. We have one rubber boat in front of us. Our position is 13 degree. Johannes Bayer benachrichtigt das Seenotrettungszentrum in Rom. Dieses wird ein größeres Schiff zur Hilfe rufen. Gut, wir starten so wie besprochen. Wir setzen das RIP ein. Wir werden hier bleiben in der Position. Anton hat die Mütze auf, Frank und Max. Ihr nehmt Kontakt auf mit denen, sagt ihnen, wir sind bei ihnen, wir helfen ihnen. Es gibt keinen Grund zur Panik, die sind safe dort. Die Crew lässt das Schnellboot, das sogenannte RIP, zu Wasser. Das Mutterschiff wird größeren Abstand halten, damit kein Flüchtling auf die Idee kommt, herüber zu schwimmen. Ja, 35. Okay. Alles klar bei euch? Viel Erfolg. Der Kameramann darf nicht mit an Bord. Zu wenig Platz, zu riskant. Die Crew macht stattdessen selbst Aufnahmen. Das Boot fährt nicht mehr. Offenbar ist der Motor kaputt. Starkes Berichtung so, 75 Personen an Bord, alles Männer, keine Verletzten. Die sind seit 2 Tagen hier, seit 2 Tagen. Alles verstanden. Sie kommen ein bisschen näher und bleiben dann auf Position. Okay. Die Sea-Watch wird die Flüchtlinge nicht an Bord nehmen können. Sie hat aber genügend Rettungswesten dabei. Die meisten hier können nicht schwimmen. Wer ins Wasser fällt, ertrinkt in weniger als 30 Sekunden. Bleibt ruhig, mahnt einer. Denn trotz der Rettungswesten sind sie noch lange nicht in Sicherheit. Das Seenotrettungszentrum hat Hilfe angewiesen. Doch weit und breit ist nichts zu sehen. Wir sind das einzige Schiff, was im Moment hier ist. Es gibt keine Schiffe, die eigentlich hier sein sollten. Retter, die hier retten sollen, retten nicht. Endlich, nach 1,5 langen Stunden naht Hilfe. Es ist die Bourbon Argos von Ärzte ohne Grenzen. Sie wird die Schiffbrüchigen an Bord nehmen und nach Italien bringen. Was gerade noch als Handicap schien, erweist sich plötzlich als Vorteil. Da die Sea-Watch zu klein ist, um Flüchtlinge aufzunehmen, kann sie vor Ort bleiben und ihre Mission fortführen. Die Bourbon Argos wird dagegen mehrere Tage benötigen, bis sie wieder zurück im Einsatzgebiet ist. Die Crew der Sea-Watch hat sich bei den Profirettern Respekt verschafft.
Auf Wiedersehen. Okay, ciao, Männer. Riesige Erleichterung. Jeder weiß, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, ne? Also das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ja, weil man muss in dem Moment rettet man irgendwie Leben, ne? Und die Leute waren ziemlich, also die mussten einem vertrauen, obwohl die einen gar nicht kennen. Auf der gleichen Linie, wie wir gekommen sind? Oder weiter? Die Crew trifft sich zur Nachbesprechung. Auf der gleichen Linie. Mich würde erstmal interessieren, was ihr erlebt habt. Ich weiß im Prinzip außer dem, was wir über Funk gehört haben, noch gar nichts. Auf der Anfahrt wusste ich so gar nicht, wie die halt reagieren und war echt aufgeregt. Also richtig aufgeregt. Und dann, als wir da waren, war so eine Grundspannung da, aber es war schon verrückt, weil genau dieses Bild, dass man in einem kleinen Schlauchboot vor so einem Flüchtlingsboot steht, das ist das, was man aus den Nachrichten kennt. Da an Bord gehen zu können oder so, das ist fast unmöglich, weil man hat schon gesehen, sobald da ein bisschen Unruhe war, ging es schnell, dass dann doch eher einige aufgestanden sind und dann ging auch zwischen denen eine ganz komische Dynamik ab, wirklich, dass zu Schlägereien fast gekommen ist. Aber das zeigt nur, wie hoch dieser Adrenalinspiegel da ist und wie schnell sowas explodieren kann. Ansonsten, ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist, dass wir 80 Leuten geholfen haben. Wir wissen nicht, ob irgendein anderes Schiff sie gefunden hätte. So, guckst du, ob du das mit dem Haken geentert hast? Die Crew schaut sich das zurückgebliebene Schlauchboot der Flüchtlinge näher an. Die Qualität ist erschreckend schlecht. Dünnes Gummi, Motoren, die nichts wert sind. Ja, das ist so schon total instabil. Du siehst ja schon, wie der Außenborder und die Außenwand. Ja, das verdreht sich alles. Dreht. Ja. 100, 120, 140, 180 Liter Sprit sind da noch. Hier ist überall Sprit auf dem Boden. Das ist alles voll mit Benzin hier. Jede höhere Welle hätte das Boot umkippen können. Doch trotz der Gefahr wollten die Menschen nur weg aus Libyen. Das muss dann zurzeit die Hölle sein. Man muss sich vorstellen, dass die Leute dort mehrere Monate eingekerkert gesessen haben. Die sind in der Regel mit vielen, vielen Menschen in einem einzelnen Raum untergebracht, weggeschlossen über Monate, bis dann eben so ein Drecksboot eintrifft, auf das sie verfrachtet werden. Und trotzdem haben sie ganz laut gerufen, wir gehen nicht nach Libyen, eher sterben wir hier auf dem Mittelmeer, wir gehen nicht zurück nach Afrika. Also schon der Hammer, was Menschen auf sich nehmen. Das heißt, die Entscheidung war ganz klar, lieber sterben wir hier auf dem Meer, als dass wir zurückgehen nach Libyen. Respekt. Nach dem Rettungseinsatz folgt eine kurze Nacht. Die Brücke muss rund um die Uhr besetzt sein. Wenn sich die einen zu Ende gequält haben, fangen die nächsten an, von 19 bis 23 Uhr, von 23 bis 3 Uhr. Genau, und wir versuchen uns mit Kaffee wach zu halten und Musik. Man muss hier ganz klar sagen, dass wir den ganzen Tag wach sind, die halbe Nacht wach sind und dann noch gleichzeitig unsere Wachen machen müssen. Das wird dann echt ganz schön anstrengend. Ja. Da ist man dann, wenn man 5 Stunden geschlafen hat, dann schon wieder gehört man zu den Leuten, die dann die fittesten sind. Tag 4 an Bord. Der Kühlschrank gibt seinen Geist auf. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad. Alle Lebensmittel müssen in einen Ersatzkühlschrank unter dem Vordeck. Wir werden jetzt einfach hier alles lagern und dann one by one, wenn wir was zu essen haben wollen, kommen wir hier vorne hin. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber besteht keine andere Lösung gerade. Bleibt schön. Hey, können wir uns von einem Eis trennen hier? Aber was essen wir jetzt? So. Als ich angekommen bin, sind wir alle zum Boot gekommen. Harald Förster ist gefahren und alle gucken so nach rechts. Und ich dachte dann so, bitte nicht das Blaue. Und dann habe ich gesagt, ist das die Sea-Watch? Ja. Ach du Scheiße.
Ja, das ist auch die letzten 100 Jahre. Wie alt ist es? 100 Jahre? Ja, über Wasser geblieben, da wird es auch jetzt über Wasser bleiben. Das ist gut. Es hat 2 Kriege überlebt. Heute kochen die Ärzte. Wie überall auf dem Schiff ist es eng und heiß. Trotzdem, wenigstens einmal am Tag gemeinsam essen. Das muss sein. Der schlimmste Ort des Schiffes, der Maschinenraum. Das Thermometer zeigt um die 50 Grad. Überall gibt es heiße Rohre, an denen man sich verbrennen kann. Maschinist Mike Schöpping muss ein defektes Teil flicken. Wieder einmal. Seit dem Ablegen in Lampedusa ist er fast mehr unter als über Deck. Das ist sehr heiß, weil alle Arbeiten halt bei laufender Maschine geschehen müssen. Und das Ziel ist ja, die Maschine am Laufen zu halten. Das heißt, wenn die Maschine gestoppt werden muss, dann hat der Ingenieur quasi ein bisschen verloren, weil dann ist das Boot auch nicht mehr manövrierfähig. Wir dümpeln dann tot auf dem Wasser und sind dann quasi von der Strömung abhängig. Am nächsten Morgen. Wieder sichtet der Ausguck ein Schlauchboot. Wieder nordöstlich von Tripolis. Alter, was für ein Stand, ey. Ey, wir nehmen echt alles mit. Das Schnellboot eilt voraus, um die Lage zu sondieren. Akutes Problem mit dem Boot, das hat schon aufgehört, die Luft ist schon raus, vorne und an den Seiten. Wir brauchen sofort die Rettungsinsel und Rettungswesten vor allen Dingen. Wir kommen euch entgegen. Bitte gebt ihr eure Position durch und wo wir euch finden. Okay, Fahrt 3, 0, 0 Grad. 3, 0, 0 Grad. Alles klar. Okay, sagst du bitte Max Bescheid, dass er die Rettungswesten hier vorne bereit macht. Wir holen die hier vorne ab. Ja. Die sind am Sinken, 100 Personen. Ganz gleich. Die Rettungsinseln müssen ausgebracht werden. Doch sie öffnen sich nicht schnell genug. Jetzt rächt sich, dass das Sea-Watch-Projekt gebrauchte Inseln gekauft hat. Für neue hatten sie nicht genug Geld. Und das nächste Problem. Die Inseln laufen mit Wasser voll. Frank, ich wüsste gerne, wie du das einschätzt, wie dicht wir ranfahren können. Besteht ein Risiko, dass Sie ins Wasser springen, wenn Sie das Schiff sehen? Glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich würde trotzdem nicht ganz nah ranfahren, sondern eine halbe Seemeile Abstand halten. Das Schnellboot holt die Rettungsinseln ab, um sie zu den Schiffbrüchigen zu schleppen. Die Zeit drängt. Wasser ist nachrangig, fahrt los! Doch der Wasserwiderstand der Inseln ist so groß, dass sie sich kaum ziehen lassen, trotz Vollgas. Die Flüchtlinge harren aus, eng aneinander gedrängt. Erst nach einer weiteren halben Stunde kann das Borden beginnen. Das war knapp. Das war ganz, ganz knapp. Der Hammer. Eine Stunde später, 2 Stunden später und man weiß nicht, ob sie es überlebt hätten. Beim Verladen der Schiffbrüchigen gibt es Probleme. Die Rettung dauert eine halbe Ewigkeit. Von dem Boot sind die Backbordschläuche aufgerissen und wenn die sich dann nach hinten verlagern, dann läuft es von hinten voll und dann verändert sich das Gewichtsverhältnis so, dass das untergeht. Sag mir noch mal die Position. Position ist 33 Grad, 19 Minuten. Wieder ist weit und breit kein Schiff in der Nähe. Schon gar keine Schiffe von der EU, die angeblich zur Rettung von Flüchtlingen bereitstehen sollten. Das dachte zumindest die Sea-Watch.
Nach 3 endlosen Stunden kommt die italienische Küstenwache. Die Geretteten können ihr Glück kaum fassen. Und die brechen auf und meinen, sie brechen auf in ein neues goldenes Leben. Ich glaube, die wissen überhaupt nicht, was sie erwartet. Eine goldene Zukunft wird es nicht. Ganz sicher nicht. Die Küstenwache kommt nur, wenn sie gerufen wird. Gibt es vor Ort kein Schiff wie die Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen, fahren die Flüchtlingsboote wohl in den Tod. Die Crew der Sea-Watch hilft den erschöpften Männern an Bord. Schwerstarbeit in der sengenden Hitze. Where's Joe? Joe? Kein Joe. Ciao, ciao. Danke, verstanden. Max und ich machen die Line. Sehr schön. Well done. Das war gut. Das war das Anstrengendste in meinem ganzen Leben. Echt? Ja. Krass. Das war das Anstrengendste in meinem ganzen Leben. Erst mit denen da vorne, du sitzt mit denen in einem Boot, das muss ich mir mal vorstellen, ne? Irgendwann habe ich mich gefühlt wie die. Ja. Als ich dann mit denen dann durch die Rettungsinsel gepurzelt bin, das war dann auch irgendwie ein komisches Feeling. Nein, aber die waren krank. Ich hatte mich auf mein Bein gekotzt und alles. Das war alles scheiße irgendwie. Das war... Und richtig viele richtig krank, oder? Ja, der eine hast du richtig gesehen, der Finger lag ganz nach hinten, komplett. Nachdem die Rettungswesten der Sea-Watch eingesammelt sind, werden die Flüchtlinge nach Lampedusa gebracht. Auch ein Kleinkind ist unter den Geretteten. Woher kommt ihr? Tripolis? Ja, sagt dieser Mann, man habe ihm im Gefängnis das Handgelenk gebrochen. Auch andere waren im Gefängnis. Manche lebten in der Kanalisation von Tripolis, bis sie endlich das Geld für die Überfahrt zusammen hatten. Okay, you go backboard. Backboard, okay? Geiler Job, toller Job. Das waren 116 Menschenleben. Großartig habt ihr das gemacht. Ganz, ganz großartig. Mike, komm. Ganz, ganz toll. Ich bin dafür, dass wir beim nächsten Mal sofort mit einer vollen Besatzung, mit einer vollen Satz Live Wests fahren. Ja. Weil die Erkundungsfahrt ohne Live West, das kostet Zeit und diesmal war es echt akut. Die 2 Kammern waren platt. Du verlierst eine halbe Stunde, hätten wir locker oder 40 Minuten. Vor allen Dingen für so einen Einsatz wie heute sind wir personell extrem an der Kotzgrenze. Ja. Das hast du total gemerkt. Du hast vorne beim Einstieg 2 Leute gebraucht. Dann, während Joe die Leute rüber transportiert hat, habe ich immer wieder aufgerufen, dass sie nach hinten gehen sollen, weil die sind alle nach hinten gestürmt. Und dann war am Ende noch so hoch der Spiegel über Wasser. Die werden fast abgesoffen. Da haben wir gesagt, geht nach hinten. Das ging richtig los und das war total scheiße. Was ging los? Ja, weil die wollten natürlich alle drauf. Und Joe auf seiner Insel, ich auf meiner Insel und die ganze Zeit, hey, calm down, stop. Und die wollten alle drauf los. Und irgendwann habe ich zu Joe gesagt, Joe, ich will einfach nur noch weg hier. Ich kann nicht mehr hier drin. Da haben wir die Frauen nicht mehr, finde ich. Fern vom Mittelmeer, bei Harald Höppner zu Hause. Er ist froh, dass seine Sea-Watch helfen konnte in den vergangenen Tagen. Und er sorgt für Öffentlichkeit, denn die Sea-Watch ist auf die Hilfe von Freiwilligen und Spendern angewiesen. Boot mit 100 Leuten ist am Sinken, bringen Insel vorweg, die Zeit rennt uns weg, wir müssen das schaffen. Boarding beendet auf 2 Inseln. Wir sind permanent in Kontakt, wir haben auch die letzten Tage auch nur ein paar Stunden geschlafen und halten die Medienmaschinerie am Laufen, weil das ja auch ganz wichtig ist. Ja. Einmal natürlich, dass die Leute gerettet werden und auch, dass es hier in die Nachrichten kommt, weil letztendlich die Sea-Watch zwar vor Ort super Arbeit leistet, aber das an für sich hoheitliche Aufgabe der EU ist. Und haben wir selber gehört, sie werden da quasi alleine gelassen. Tag 6 auf der Sea-Watch. Die Anstrengungen der letzten Tage sind zunehmend spürbar. Das sehe ich bei dir, bei
Bei dir sehe ich das auch. Bei mir. Im Endeffekt bei allen. Ja, bei allen. Alle sind müde hier an Bord. Ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, dass wir Schlaf bekommen. Weil was ist, wenn wir jetzt einen Einsatz haben, der noch 9 Stunden dauert? Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffst du nicht. Die Konzentration ist weg. Das schafft keiner mehr von uns. Und wir brauchen 100%ige Konzentration, weil sonst geht was schief. Dann fällt jemand ins Wasser, dann verletzt sich jemand, dann können wir gar keinem helfen. Wir müssen gucken, dass wir die Arbeiten hier, alle Arbeiten, aufs absolute Minimum reduzieren, damit wir einsatzfähig bleiben. Doch an Ausruhen ist nicht zu denken. Am nächsten Morgen entdeckt der Ausguck wieder ein Schlauchboot. Wie viele Boote mögen unterwegs sein, die nicht gefunden werden? Wieder fallen Frühstück und Morgentoilette aus. Stattdessen Sonnencreme und genügend Rettungswesten an Bord. Diesmal soll keine Zeit verloren gehen. Hier, 7 Minuten aus. Sag Ihnen, wir haben Sichtkontakt. Wir haben Sichtkontakt. Also wir haben etwa 130 Leute in einem Boot. Die Leute können nur noch stehen in dem Boot, sie können nicht mehr sitzen. Wir werden jetzt Rettungsinseln ausbringen, um zumindest einen Teil der Leute abzubergen, weil das Boot sehr instabil ist. Jetzt läuft die Zeit und jetzt arbeiten wir gegens Sterben. Das haben wir auch mit den Jungs da vorne ziemlich klar gesagt, dass, also wenn es hier zu Stress kommt, dann müssen wir zurück. Das ist eure größte Gefahr, ist, dass ihr jetzt anfangt, euch hier zu kloppen und dann könnt ihr ertrinken. Wir können sie nicht an Bord nehmen. Wir brauchen Hilfe von einem größeren Schiff. Dieses Mal sollen die Rettungsinseln bei der Sea-Watch bleiben. Das Schnellboot wird die Flüchtlinge in kleinen Grüppchen heranfahren. Lass uns mit 3 anfangen, dass wir sagen 3. Und wenn sich das als gut erweist und die damit klarkommen, dann nehmen wir das nächste Mal 4. Diesmal sind auch Frauen auf dem Flüchtlingsboot. Sie sind erschöpft, können sich kaum noch auf den Beinen halten. Do you have the position? Or shall I give you the position again? Eine Gruppe nach der nächsten erreicht die rettende Insel. Die Frauen schützen sich mit Aluminiumfolien vor der sengenden Sonne. Der Aufenthaltsraum der Sea-Watch wird zur Notaufnahme. Dieser Mann hat innere Blutungen. Die Ärztin Katrin Schwanitz kann ihn nur notdürftig stabilisieren. Er muss dringend in ein Krankenhaus. Ja, Sea-Watch hört. Ja, wir wollen jetzt gerne eigentlich das Boot hierher schleppen. Ist das so okay für euch? Also du musst das einschätzen. Wenn, dann wäre es so, dass wir es außen an die Inseln legen würden. Endlich sind genügend Menschen auf die Rettungsinseln gebracht, um das Schlauchboot ohne Risiko abzuschleppen. Es ist schier unfassbar, wie so viele Menschen auf ein so kleines Boot passen. Und kein einziger hatte eine Rettungsweste dabei. Frank Dörner versucht angesichts des Gedrängels ein Chaos zu vermeiden. Die größte Sorge, dass die Flüchtlinge auf die Sea-Watch wollen. Das war wirklich ganz schlimm. Joe und ich haben gesagt, wir gehen jetzt in die Rettungsinsel und nehmen die Leute an und holen die an Bord. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch 2-3 Stunden mit denen da drin verbringen. Und das war hart. Also das war für Joe hart, das war für mich hart. Wir waren Mann an Mann, dicht beieinander. Wir hatten eigentlich du hast eigentlich keine Luft zum Atmen. Du sitzt ja auf ganz engem Raum miteinander und alle sind nass. Und diese Leute sind schon 2-3 Tage unterwegs, dementsprechend riechen die auch. Das war sehr, 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 sehr emotional. Wieder heißt es warten. Wieder, weit und breit, keine Hilfe in Sicht. Längst macht die zivile Schifffahrt einen weiten Bogen um die Region. Sie müssten sonst helfen und die Flüchtlinge an Land bringen. Warum macht man die Theater mit den Kriegsschiffen hier, wenn sie doch keinem Menschen helfen wollen?
Sonst würden sie ja hier unten langfahren. Dann würden sie hier an der 24-Meilen-Zone patrouillieren, würden die armen Teufel aus dem Wasser fischen. Aber das tun sie nicht. Die liegen in Sizilien im Hafen. In Sizilien im Hafen liegen die und schützen die EU-Außengrenzen. Endlich, nach 6 Stunden zermürbenden Wartens, die erlösende Nachricht. Freunde, ein großes Schiff kommt. Es braucht noch ungefähr 20 Minuten. Ihr seid in Sicherheit. Everybody is safe. Everything is alright. Es ist wieder die Bourbon Argos. Wieder ein privates Rettungsschiff. Wenn da jetzt keiner mehr zu Schaden kommt, dann war das ganz, ganz großes Kino. Die Flüchtlinge sind gerettet. Und die erste Einsatzfahrt der Sea-Watch steht nach 10 Tagen vor dem Abschluss. Wenn wir nicht gekommen wären, wären die Leute auch vielleicht, oder ich bin mir sogar sehr sicher, gestorben. Das heißt, wir haben dafür einfach gesorgt, dass Menschen jetzt leben und nicht ertrunken sind. Und dafür hat sich dieses ganze Projekt, die ganze Arbeit, die wir auch reingesteckt haben, einfach absolut gelohnt, 100%ig. Am Ende ihrer 10-tägigen Fahrt hat die Crew insgesamt 6 Rettungsaktionen durchgeführt und dabei fast 600 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Ich glaube, es war bei jedem am absoluten Limit so. Dafür ist die Crew so klein und einfach der Schlafdefizit plus die Sonne, plus die Wärme, die körperliche Anstrengung hat hier echt jeden und mich eingeschlossen auch absolut ans Limit gebracht. Ich hatte das nicht erwartet, dass es so viel wird, aber ich freue mich total, dass wir so viel helfen konnten. Es hat funktioniert. Wir haben sehr, sehr, sehr gut gehandelt. Das kann ich sagen. Als Team sehr, sehr gut gehandelt. Nach ihrer Rückkehr werden andere Crews die Sea-Watch für jeweils 2-wöchige Einsätze übernehmen. Bis heute haben sie über 1600 Menschen vor dem Tod bewahrt. Ich hoffe, dass es vielleicht am Ende irgendwann eine zivile Seenotrettung gibt. Und jeder, der sagt, dass wir damit ganz Afrika motivieren, zu uns zu kommen, der überschätzt einfach unsere Möglichkeiten. Ja, es hat nichts miteinander zu tun. Weil die Leute kommen mit oder ohne Sea-Watch, mit oder ohne Mare Nostrum. Die setzen sich einfach auf die Boote und kommen zu uns. Und wir entscheiden, wie viele dabei sterben.